weil ich will euch was zu der Burg erzählen, aber ich glaube, das war's hier schon. Der König Ludwig leidet hier unter dem Baumeister-Bug. Himmel, Himmel, Herrgott. Bist du so deppert oder stößt du nur so? Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen KI-Kampf-Video hier auf meinem Kanal. Ja, lang ist es mal wieder her, dass hier ein neuer KI-Kampf kam. Heute ist es soweit und heute ist es auch mal wieder soweit für ein Free-for-All mit den 4 Standard-Vanilla-KIs beziehungsweise mit den 2 Vanilla-KIs, Saladin und Wolfie. Denn Chiara und König Ludwig sind ja meine eigenen Stufe 4 KIs, deswegen zählen die natürlich dann nicht damit dazu. In der Konstellation gab es schon mal fast genauso, bloß dass die Chiara da noch nicht mit dabei war, sondern ich weiß gar nicht, wer da dabei war. Ich glaube, irgendeine KI von Pila, vielleicht der Bär. Ich glaube, der Bär war es. Und ja, deswegen heute mal mit der Chiara. Sie hat auf jeden Fall die ersten 4 Burgen aktiv drin. Sie kann sich da also eine aussuchen. Ich versuche die zu erraten und wenn nicht, dann blende ich sie euch unten ein. Ja, gut. Dann starten wir mit 4000 Gold auf der grüne Punkt und wir sehen uns gleich wieder. So, wir starten auch gleich mal mit ein wenig höherer Geschwindigkeit, damit es hier am Anfang ein wenig schneller läuft, denn alle KIs brauchen ja hier etwas Zeit, um sich aufzubauen. Es ist, glaube ich, die gleiche Burg, die ich jetzt auch in dem Test laufen lassen hatte, quasi. Hä? Was ist denn jetzt? Und ja, ist, denke ich, glaube ich, hier Burg 2, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Aber wie gesagt, ich blende das unten ein, dann seht ihr es genau, was das für eine Burg ist. Wir lassen sie auf jeden Fall hier erstmal aufbauen und danach gucken wir, was ich mir dabei gedacht hatte. Da könnt ihr dann auch nochmal besser sehen, ob es da vielleicht noch irgendwelche Sachen gibt, die zu verbessern sind oder verbesserungswürdig sind. Und der Saladin, die Target Choices allgemein sind ein wenig kurios oder ein bisschen putzig. Ich hoffe, die Chiara kommt hier halbwegs gut zurecht. Aber Saladin geht hier auf die Chiara. Dann der König Ludwig auf den Wolf. Wolf übrigens hier mit seiner kleinsten Burg. Das ist Burg 8. I guess. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Selber hat er hier Burg 2 gewählt. Auch eine sehr coole Burg. Und ja, die beiden, wie gesagt, hier auf Closest. Und Chiara und Wolf mit Target Choice Balanced. Wie man es hier auch sieht, dass hier nämlich Wolfie auf Chiara geht. Und ja, dann schon sehr hart eingedrückt wird, die gute Frau. Hat er auf jeden Fall hier schon ein paar Sorti-Bogenschützen draußen rumlaufen. Jetzt kommt auch ihr erster Angriff raus, aber ja, das sollte natürlich nicht allzu wild werden. Jetzt kommt ja auch schon wieder der Saladin raus. Eine Nachricht von Königin Chiara. Als ob ihr mich so einfach besiegen könntet. Männer, kämpft bis zum Tod. Da fühlt sie sich auch zum ersten Mal bedroht, weil sie gerade ihre ganzen Angriffstruppen rausgeschickt hatte. Ich hoffe, sie überlebt noch. Weil ich will euch was zu der Burg erzählen, aber ich glaube, das war's hier schon. Ja gut. Chiara ist, glaube ich, hat einen starken Lord, aber es reicht. Chiara. Ich fürchte den Tod nicht. Lieber sterbe ich, als mich euch zu unterwerfen. Guti, dann ist die... Eine Saladin. Nachricht von Saladin. So soll es sein. Noch jemand ist vor mir gefallen. Dann wird es hier auf jeden Fall mal ein kleines Rückmatch geben oder einen kleinen Neustart. Weil die Hauptprotagonistin aus dem Match ist quasi jetzt schon tot und das ist natürlich nicht so das, was ich wollte. Aber gut, sowas passiert halt. Und jetzt gegen König Ludwig und Saladin auf den armen Wolf. Und der hat natürlich seine kleinste Burg gebaut.
Zumindest denke ich dass es seine kleinste Burg ist. Aber es hat auf jeden Fall eine Burg gewählt, wo er sehr viele Raid-Truppen ausbilden kann. Deswegen ist es, glaube ich, seine Burg 8, weil er da die meisten Ställe hat, um die, ja, Raid-Truppen halt zu rekrutieren. Dann gucken wir hier nochmal ganz fix bei dem Free-for-All, was hier die anderen machen. Und dann werde ich einfach die Positionen von Chiara und König Ludwig, I guess, umtauschen, damit hier der König Ludwig und der Saladin sich gegenseitig beackern können und die Chiara und der Wolf quasi ein bisschen Freiraum haben und ein wenig selber entscheiden können, worauf die denn gehen möchten. Naja, jetzt kommt hier wieder ein neuer Angriff vom Saladin, der wahrscheinlich aber nicht allzu viel machen wird, denn die Burg vom Wolf ist jetzt auch nicht gerade... Ist zwar schlechter, deutlich schlechter in der Verteidigung als manch andere Burgen, aber ja, die Armbrustschützen, na, vor allem die Angriffsarmbrustschützen hier, die schießen natürlich trotzdem mit rein. Jetzt ist hier der Durchbruch, aber es reicht noch nicht für den König Ludwig. Also wenn hier die beiden mit so einem engen Timing angreifen, dann hat der Wolf auf jeden Fall nicht das Lachen. Na, so würde ich es mal behaupten. Ich hoffe auch einfach dann, dass es bei dem nächsten Spiel quasi der Wolf und die Chiara ein 1 vs 1 machen. Denn ich habe auch nochmal vor, ein kleines Rematch zu machen zwischen den beiden. Denn das einzige Duell, was sie jeweils gemacht haben, war jetzt nicht so ausschlaggebend. Da hat sich ja die Chiara nochmal komplett geändert und somit ist es natürlich jetzt nochmal lohnenswert, da einen neuen Kampf aufzunehmen zwischen den beiden Kontrahenten. Der Turm hier sieht natürlich jetzt auch nicht so gut aus, obwohl er noch grünes Leben hat. Okay. Ich habe gar nichts gesagt. So. Saladin hier mal wieder mit einer ultra heftigen Horse Archer Armee, die sich alle wegbrennen lassen oder alle in die Flammen reinrennen. Jetzt kommen hier die arabischen Schwertkämpfer. Gut, die werden jetzt hier nicht mehr alt. Der Wolf brennt. Och nee, Wolfi. Wolfi. Mein kleiner Junge. So, wenn jetzt der König Ludwig hier rauskommt, dann könnte er den Todesstoß setzen. Ich gucke mal hier ganz kurz in die Truppen rein. Na gut, 300 Truppen, aber negativer Angstfaktor, ne? Ist dem positiven Angstfaktor vom König Ludwig deutlich unterlegen. Und hier in der Burg hat er vollen... Wie viele Punkte sind es hier oben? 1, 2, 3, 4, 5, glaube ich. Hat er vollen positiven Angstfaktor, also kann er natürlich mit seinen Schwertkämpfern... Guckt euch dieses Trauerspiel von der Burg an. Aber ja, da kann er natürlich das volle Potenzial aus seinen europäischen Schwertkämpfern rausholen. Und in dem Falle... Ja, na? Ist es, denke ich, klar, wer hier die Hosen anhackt. Wenn er zumindest gegen den Wolf marschiert. Wenn er gegen den Saladin marschiert, ist es natürlich nochmal eine ganz andere Sache, denn Saladin, der kleine lustige Fratz, hat natürlich auch Feuerwerfer, die natürlich ein wenig mies sind. So, jetzt kommt ja der Angriff vom König Ludwig und wir gucken mal. Ja, Armbrustschützen sind natürlich ja jetzt nicht ganz so hilfreich, die machen hier ein bisschen Damage außenrum, aber jetzt auch nicht so viel. Und da kommt die Hauptarmee, nämlich die europäischen Schwertkämpfer. Jetzt kann das natürlich auch sein, dass hier die ganzen Armbrustschützen oben auf den Keep, die machen ja fast gar nichts hier, die Schwertkämpfer. Ach du Kacke. Hilfe. Hilfe. Aber Saladin kommt jetzt raus. Oder? Nee. Hä? Was macht Saladin hier für einen Müll? Da ist jetzt der Durchbruch. Er hat ein paar Angriffstruppen, aber auch nicht viele. Was ist denn hier mit den Truppen los? Hallo? Kollege? Ja, wenn die natürlich so sporadisch und verkleckert reinkommen, dann passiert wahrscheinlich eher nicht so viel. Aber ist hier noch offen? Nee, hier ist nicht offen. Ja, gut. Also was hier König Ludwig für einen Müll fabriziert hat, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen von ihm. Einfach seine Schwertkämpfer komplett gewastet und in den
Feuer oder in den Pfeilhagel von den Armbrustschützen reingeschickt. Ja, Wolf hat auch kaum Truppen verloren. Also, hä? Was hat denn König Ludwig jetzt hier vorgehabt? Naja, man weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum hier erst so eine übelste Panzerkolonne hier angewackelt kam, bevor der mal hier irgendwie was machen konnte. Aber Saladin, der gute Fratz, lässt sich nicht lumpen. Vielleicht schickt er mal seine Horse Archer nicht direkt in den Feuertod, aber ich glaube es nicht. Nee, macht es wieder. Gut, alles klar. Dann die armen Pferdchen sind natürlich gefundenes Fressen. Und ja, aber die Armbrustschützen hier oben. Ach du Kacke, guckt euch an, wie die Truppen hier sterben vom Saladin. Also Wolfi hier, obwohl er hier echt seine kleinste Burg gebaut hat, hat er hier dann doch schon ordentlich an Angriffen tanken können. Weil einfach die Armbrustschützen hier mit rausschießen können. Und ja, die ganzen Angriffstruppen von beiden KIs einfach wegrasieren. Als gäbe es keinen Morgen mehr. Wir gehen ja auf jeden Fall wieder höher mit der Geschwindigkeit, damit es jetzt hier nicht noch ganz so lang dauert. Ich hoffe nicht, dass ich hier in einen Speed-Up reingehen muss, aber ich befürchte es. Und der Wolf brennt schon wieder. Ja, da machen die Feuerballisten vom Saladin schon ganz gute Arbeit. Schon ganz gute Arbeit, so rum natürlich. Übrigens kam ich auch gerade frisch von der Arbeit und nehme das jetzt ganz frisch auf. Also ja, ne? Falls ich da mal wieder irgendwelchen Schluss laber. Ich bin seit um 3 Uhr nachts wach. Heute, zum Samstag. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich mir nicht. Ne? Genau. So. Jetzt hoffe ich mal, dass hier vielleicht Wolf nochmal einen Angriff rauskriegt, um seine Armbrustschützen loszuwerden. Weil die sind schon arg nervig, dass der hier einfach nicht sterben will. Zumal ich denke, wenn hier der Saladin einmal auf König Ludwig geht, der kann natürlich mit seinen Horse Archern da einmal drumherum reiten. Der hat hier keinerlei Feuerverteidigung, der König Ludwig. Deswegen kann hier Saladin mit seinen Horse Archern schon deutlich mehr Schaden anrichten an der allgemeinen Verteidigung und die gesamte Burg quasi räumen. Ja, die Pferdchen hier nehmen hier ein paar Außenwirtschaftsgebäude mit, aber das tut dem Saladin natürlich nicht gerade weh. Ja, also ich hoffe hier einfach mal, Saladin schon wieder mit knapp 650 Truppen. Der Junge will es einfach wissen mit seinen Truppenanzahlen. Ja, die Pferdchen, ich weiß jetzt nicht, ob die so viel Sinn machen, dass sie da einfach ein bisschen dumm rumreiten. So, jetzt gucke ich hier nochmal ganz kurz den Angriff an. Also jetzt sammelt er sich schon deutlich besser als beim letzten Angriff. Oha, und der Saladin kommt auch mit dazu. Was natürlich nicht gut ist, weil die nicht in einem Team sind. Und somit, ja. Nachricht vom Wolf. So viel muss man euch zugestehen. Ihr kämpft besser als euer Vater. Ja, und man sieht jetzt, der Saladin kommt einfach in den Rücken vom König Ludwig rein und er reißt hier seine ganze Wirtschaft ab. Gut, ich kann sein, dass ich den Haken, musste ja die UCPs hier ein bisschen neu installieren. Nope. Quasi auf den verschiedenen Versionen. Er kriegt sich halt einfach nochmal verteidigt, dass der Haken da noch nicht drin ist. Beim nächsten Kampf ist er auf jeden Fall drin. Und ja, also Manu, warum denn jedes Mal? Erstmal klatschen die innerhalb von 3 Minuten, glaube ich, die Chiara weg, um die es eigentlich in den Kampf gehen sollte. Und jetzt kriegen die den Wolf hier nicht gekillt, weil Wolf einfach so zu tanky ist mit dieser kleinen Pupsburg. Naja, jetzt hat er auf jeden Fall keine Wirtschaft mehr. Vielleicht bricht ihm das jetzt das Genick. Worauf schießen die Mange hier übrigens? Ach, auf die Holzfällerhütte. Ach, kann man natürlich auch so ein bisschen die Steine wasten. Aber naja gut, die sind ja unendlich vorhanden bei den Mangen. Ja, Freunde, also ich würde jetzt einfach mal sagen, ich gehe in den Speed-Up rein, weil
Es macht da keinen Sinn, hier jetzt noch weiter zu warten. Gehe erstmal mit der Geschwindigkeit hoch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei einem Angriff, wer auch immer das ist, wieder. Bis dahin, haut rein! So Freunde, da bin ich wieder und man mag es kaum glauben, aber der Wolf kommt tatsächlich raus zu einem, ja, Konterangriff vom Saladin. Die ganzen Pferdchen hier gehen natürlich wieder in den Flammen wunderbar und lichterloh auf. Saladin, ach, Wolf fühlt sich auch bedroht, reißt wieder komplett alles nieder, aber vielleicht schafft es jetzt hier mal Saladin hier mal durchzukommen. Er müsste es, denke ich. Oder hier hinten steht er. Na, kommen die Angriffstruppen noch rechtzeitig? Nee, kommen sie nicht. Wolf ist Geschichte. Rettet mich. Ich werde nicht vor euch niederknien. Eine Nachricht von Saladin. So soll es sein. Noch jemand ist vor mir gefallen. So, das ist natürlich auch deutlich, ja, deutlich eindeutig gewesen. Deutlich eindeutig, auch geiles Wort. Oder geiles Wortspiel. Weil König Ludwig und Saladin sind ja beide auf Wolf gegangen. Und König Ludwig hat jetzt hier die Chance, eigentlich den Saladin auszukontern. Obwohl, was macht denn er? Warum gesammelt denn er so viele Truppen an? Eieiei. Ich weiß es schon wieder nicht. Habe ich hier... Nee, aber eigentlich... Hier sind ja keine Rehe drauf. Nicht, dass ich wieder die falsche Version gestartet habe, aber ich denke nicht. Ja gut. Aber Saladin sammelt ja auch über 600 Truppen an. Ja, also König Ludwig, was machst du hier gerade? Es spawnen keine Bauern mehr nach. Bei ihm hier spawnen Bauern nach. Ja, König Ludwig hat sich hier ein bisschen aufgehängt. Ich weiß gar nicht jetzt, warum auch immer das jetzt passiert ist. Ja, 19.000 Gold. Und Saladin, ja, kann hier einfach deutlich besser... Was heißt deutlich besser? Aber bei dem spawnen die Bauern noch und bei ihm hier irgendwie nicht. Hier sind keine Rehe auf der Map, also kann es das schon mal nicht sein, dass hier wieder irgendwelche Rehe die Einheitenkapazität drücken oder einnehmen quasi. Alter, die Horse Archer, guck mal, so setzt man die ein. Saladin, so setzt du die ein. Ja, 26.000 Gold, der König Ludwig hier. Jetzt spawnen auch neue Bauern nach. Gut, jetzt gehen natürlich auch Verteidiger flöten. Und Arbeiter. Aber, ja, toll. Ich hoffe jetzt nicht, dass das jetzt sich auskontern lässt. Eigentlich dürfte das jetzt nicht passieren. Weil der ja... Oh, Alter, die gesamte Burg ist geräumt und die ganzen Horse Archer leben einfach noch. Eieiei. Eieiei. Ach, König Ludwig, mein Junge, warum machst du denn so einen Müll wieder? Hm? Warum machst du denn so einen Müll? Jetzt sind die ganzen Horse Archer weg. Saladin hat ja 12.000 Gold. Und König Ludwig kann jetzt hoffentlich rekrutieren wieder. Ja, jetzt greift er auch an. Hä? Ja, also, keine Ahnung. Warum der gerade sich so aufgehangen hatte, dass er... Weil es haben ja kaum Truppen gefehlt da, ne? Also vielleicht 30, 40 Truppen oder so. Dann wäre der rausgekommen. Mein Junge. Du machst mich auch noch fertig. So, was ist denn jetzt hier mit dem... Nachricht von Saladin. Oh, Saladin. Oh, Feuergasse hier. Eieieiei. Eieieiei. Oh, die ganzen Schwertkämpfer. Eieiei. Och nee. Och Mann. Oh, ich dachte, das wär's jetzt schon. Naja, gut. Dann, Freunde, hoffe ich, dass sich hier König Ludwig nicht wieder aufhängt, aber er hat schon wieder sich aufgehangen. Diesmal bei 132 Truppen. Ja.
Es spawnen keine Bauern mehr. Und man hat ja gerade gesehen, dass es funktioniert hat. Deswegen kommt jetzt hier ein kleiner Cut und wir sehen uns beim nächsten Angriff wieder. Bis dahin. So, Freunde, also, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Ich glaube, der König Ludwig leidet hier unter dem Baumeister-Bug. Denn ich habe das jetzt die ganze Zeit beobachtet quasi, als der Saladin sich hier gesammelt hat oder die Truppen halt ausgehoben hatte. Und die ganze Zeit sind halt hier die ganzen Baumeister hin und her gelaufen, als würden die irgendwo hingehen wollen. Aber sie gehen nirgendwo hin, beziehungsweise irgendwie zum Keep oder so. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. König Ludwig ja hat 50.000 Gold und keine einzigen Angriffstruppen ausgehoben. Und deswegen denke ich jetzt, dass hier ja, alleine schon die Speerkämpfer, die ganzen europäischen Eine Nachricht vom Schwertkämpfer König hier Ludwig. Meine treuen Soldaten steht mir bei! dezimieren können. Und ja, hier die ganze Flut an arabischen Schwertkämpfern ist natürlich nicht ohne. Na? Hat jetzt hier eine Notrekrutierung angeworfen, aber die macht natürlich nichts mehr. Wo er sich jetzt hier auch nicht abreißt. Aber okay. Schade, dass natürlich, also ich vermute es, ich bin jetzt nicht 100% sicher, aber ich vermute einfach, dass hier die Baumeister einfach nicht weitergelaufen sind oder sich komplett verbuggt haben oder aus irgendeinem Grund nicht. Eine Nachricht vom König Ludwig. Ich knie nun vor euch. Bitte verschont aber mein Volk. Nicht weitergelaufen sind. Eine Nachricht von Saladin. So soll es sein. Noch jemand ist vor mir gefallen. Und somit holt sich der Saladin den dritten Kill und somit den letzten Kill. Saladin hier einfach mit dem Ultra, ja, na, also gut, wenn sich natürlich König Ludwig hier aufhängt. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht warum. Es kann der Baumeister-Bug sein. Ich werde das Spiel jetzt nochmal neu starten und sicherheitshalber die richtige Version, also ne, Stronghold Extreme starten und dann einfach nochmal ein Rematch machen. Das würde ich jetzt nicht dazu zählen. Dann werde ich die Positionen von Chiara und König Ludwig tauschen. Hoffe, dass König Ludwig eine andere Burg baut. Oder ich baue die jetzt nochmal fix um. Die Baumeistergilde. Ihr werdet sehen, wenn das zweite Spiel startet. Also bis dahin, lasst es euch gut gehen. So, meine Freunde, also, ich habe jetzt die Positionen, wie gesagt, hier schon mal geändert, ne? Ist klar, dass Chiara einfach nicht unter dem Dauerfeuer von Saladin besteht oder dann nicht als Ziel vom Wolf gewählt wird, weil jetzt gehen König Ludwig und Saladin auf den jeweils anderen drauf und Wolf und Chiara können sich hier frei entfalten, wie es ihnen gelüstet. Ich habe jetzt auch die Burg 2 vom König Ludwig rausgenommen, beziehungsweise nicht rausgenommen, sondern umgebaut, sodass die Baumeistergilde jetzt nicht hinter dem einen Turm da steht, sondern woanders halt. Ihr werdet sehen, wenn er die Burg jetzt baut. Ich hoffe, er baut sie nicht, weil ich sie jetzt nicht testen konnte. Deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass er eine andere Burg baut. Wir gehen rein mit 4000 Gold auf der grüne Punkt. Und diesmal gilt es. Wer diesmal als letzter steht, der hat dieses Free-for-All gewonnen. So, also, ja. Die Chiara. Jetzt gehe ich auch mal auf die Burg drauf ein. Es war hoffentlich, oder sie wird hoffentlich die gleiche Burg bauen. Wenn nicht, dann tut's was leid, ne? Aber sie baut auf jeden Fall eine andere Burg, nämlich die Burg 4, I guess. Nee, nicht Burg 4, Burg 3 ist es, glaube ich. Mit dem direkten Bergfriedzugang. Und die andere Burg, je nachdem welche Burg das war, werde ich euch dann einfach nochmal in einem separaten Video zeigen. Das ist ja jetzt natürlich ein wenig unschön gewesen, dass hier Chiara so schnell weggeschossen worden ist von dem Saladin.
ja, König Ludwig baut hier auf jeden Fall eine andere Burg, kann sich dadurch hoffentlich nicht wieder komplett aufhängen. Naja, gut, die Baumeistergilde ist jetzt hier auch nicht so sonderlich cool platziert, aber wir werden sehen, was passiert. Ich habe übrigens auch die richtige Version gestartet, also nicht die normale Stronghold-Version, sondern die Extreme-Version. Da gibt es ja kein Einheiten-Cap oder ein höheres Einheiten-Cap als bei der normalen Version. Und deswegen, ja, kann es auf jeden Fall daran schon mal nicht gelegen haben. So, bei der Burg, die ist nämlich jetzt schon voll ausgebaut. Da kommt jetzt eigentlich nicht mehr so viel dazu. Wir kommen auf jeden Fall Ritter ran. Aber ja, bei der Burg habe ich besonders mal was Neues probiert. Denn in der Burg hat sie hier Tower 3 Türme. Also diesen mittleren quadratischen Turm, sage ich jetzt einfach mal. Wer greift ihn an? Ach, Chiara. Ja, das ist schön. Greift hier auch hier drüben jemand an? Ja, ich glaube, der Saladin kam gerade raus. Ja, ich glaube schon, dass Saladin gerade rauskam. Aber in der Variante hat sie halt Tower 3 Türme mit den dahinter stehenden Tower 1 Türmen. Und ich wollte vor allem noch was haben, was sie noch mehr von anderen KIs abhebt, quasi, ne? Weil der gute Onkel Pilaf hat mich darauf hingewiesen, dass die Burgen, vor allem die allererste Burg von der Chiara, ein wenig sehr stark dem Safar ähnelt, mit den, ja, relativ vielen Rundtürmen da und den Stufe oder Tower 1 Türmen und so weiter. Und das will ich jetzt anders machen. Ich will jetzt halt jeder KI so ihr eigenes Ding halt geben. Chiara hat das Ding, hat sie auch bei den anderen Burgen, dass sie hier so einen kleinen Doppelring in der Front hat, mit einem großen Torhaus und dann mindestens einem kleinen Torhaus. In der Variante hat sie jetzt 2 kleine Torhäuser, um einfach noch ein bisschen Varianz unter den Burgen dann von ihr zu geben, quasi, ne? So, und dann habe ich mir halt überlegt, ja, gebe ich ihr noch was und habe ihr dann halt, ja, so einen kleinen, ja, jetzt weiß ich nicht, wie ich das nennen soll. Ich würde da aber auf euer Feedback drauf warten, wie ihr das denn findet. Also das ist jetzt bloß zum Beispiel, ist jetzt sehr symmetrisch, aber zum Beispiel in der Burg 4 hat sie da nur eine Variante zum Beispiel. Und dass ich das halt dann in den nächsten 4 Burgen, dann immer so ein wenig variiere. Ja, hier die ganzen Horse Archer vom Saladin rennen natürlich schön in die ganzen Schwertkämpfer vom König Ludwig rein. Super, wunderbar funktioniert es mit denen beiden. Und Chiara geht hier auf den Wolf. Obwohl Wolf einfach eigentlich nicht der Schwächste ist. Denn Chiara hat ja Target Choice Balanced drin stehen. Aber ja, keine Ahnung, warum sie das denn möchte. Kann auch sein, wegen der späteren Farbe. Das ist dann, obwohl, nee, das ist ja dann nur bei Closest, ne? Ja, na gut, die Target Choice muss man nicht verstehen. Verstehe ich auch nicht. Habe ich auch nichts dagegen, wenn ich es nicht verstehe. Auf jeden Fall geht jetzt Chiara auf Wolf und Wolf auf Chiara. Gut, Chiara ist auch deutlich schwächer gewertet als alle anderen. Ich lasse es so stehen. Gut, na, ich bin nicht allwissend, ich muss es auch nicht sein. Deswegen ist das jetzt auch so damit zufriedenstellend, für mich zumindest. Na, wenn das jemand weiß, keine Ahnung, Nevikov, Pilaf oder so, der kann das ja sehr gerne in die Kommentare schreiben, dann weiß ich das auch. Ich werde das auf jeden Fall kontrollieren. Nicht, dass ich hier wieder irgendwelche Sülze von mir gebe und die stimmt dann gar nicht. Aber Wolf hat ja auch Target Choice Balanced und geht, ja gut, beim Wolf ist es klar, Chiara ist einfach deutlich schwächer gewertet als alle anderen KIs. Ja, genau, ne? Auf jeden Fall könnt ihr da sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das denn finden würdet, dass sie es hier so eine kleine Besonderheit mit den Türmen quasi hat.
um da halt noch ein wenig, ja, Varianz und bin ein wenig ein wenig, ja, sich abhebt von anderen KIs. Auch mit den 2 Türmen hier vorne. Die machen natürlich nicht viel, ne? Also da stehen nur ein paar Bogenschützen drauf. Mit einem Feuer, mit einer Feuerpfanne, die hier ein wenig die Pech-Feuerverteidigung anzünden können. Aber ansonsten machen die 2 Türme hier nichts. Ja, man sieht es hier auch. Die Türme sind ganz schön stark angeknackst. Und deswegen machen die jetzt keinen großen Verteidigungswert auf. Ich weiß, viele haben auch geschrieben, dass, oder einer hat glaube ich mal geschrieben, dass die Chiara hier auch schon relativ dicke Mauern schon wieder hat. Da muss ich dazu sagen, zu meiner Verteidigung, ich mag einfach dicke Mauern. Das finde ich halt einfach schön. Und deswegen hat halt fast jede KI von mir, außer ich glaube der Falke und Nordian, so dicke Mauern halt, ne? Ja, gut. Vielleicht werde ich dann mal noch ein bisschen was ändern. Hier mal noch eine Mauerdicke halt wegnehmen, weil das ist hier schon, sind ja glaube ich 5 Lagen oder so und dann kommt erst der Turm. Da können natürlich die arabischen Schwertkämpfer ewig dran knabbern, bis sie da durchkommen. Aber ich will halt auch, dass hier vor allem beim König Ludwig dann die Torhäuser die Schwachpunkte sind und nicht die Mauern. Deswegen sind die Mauern hier relativ dick gefasst, damit einfach die Torhäuser hier nachgeben und nicht die Mauern dann quasi, na, wenn man es jetzt mal so nimmt. Und Wolf geht jetzt auf den König Ludwig, denn Chiara hat ja deutlich mehr Angriffstruppen als König Ludwig, obwohl gerade der Saladin hier schwächer gewertet wird. Jetzt nicht mehr. Ja, also, es passiert hier ganz schön viel bei den Free-for-All. Hier werden natürlich auch immer die ganzen Arbeiter von Saladin und König Ludwig weggeschossen und Wolf ändert nochmal das Ziel auf den Saladin, obwohl jetzt wieder König Ludwig schwächer gewertet wird. Ja gut, das ist natürlich Target Choice Balance, die dann rein triggert quasi. Und ja, genau, was gibt es noch zu der Burg zu erzählen? Das ist die einzige Burg, die einen direkten Bergfriedzugang hat. Also wenn hier irgendwo mal ein Belagerungsturm anlegen sollte, was hier, denke ich, die Möglichkeit besteht, dass dann ja die Angriffstruppen ganz schnell auf den Keep kommen können und somit den Lord wegschnetzeln. Ja, Chiara, die Angriffe von ihr lassen ein bisschen zu wünschen übrig. Sie bekommen zwar den Wolf hier schon ganz gut angeschossen, aber viel mehr passiert da ehrlich gesagt nicht. Naja, gut. Also ich weiß nicht, wie dann das 1 vs 1 ausgehen wird, ne? Bin ich ehrlich? Bin ich wirklich ehrlich? Könnte sein, dass Chiara jetzt ganz schön schwach wirkt auf der Brust, aber sie funktioniert jetzt deutlich besser, ohne dass sie jetzt komplett eskaliert mit der Produktion an Waffen und an Gold, weil jetzt sammelt sie ja kein Gold mehr an. Und das ist zumindest in meinen Augen schon mal so weit, dass man sagen kann, okay, sie funktioniert recht annehmbar. So, Saladin hier mit dem nächsten Angriff auf den König Ludwig. Was natürlich nicht allzu viel bringt, glaube ich, weil König Ludwig hat ja 307 Truppen in der Burg drin stehen und die ganzen arabischen Schwertkämpfer, ja, machen natürlich dann nicht mehr so viel Schaden, aber König Ludwig brennt zumindest in der äußeren Burg wie der Wolf, bloß dass es beim Wolf quasi in die Innenburg übergeschwappt ist. Der geile Bums. Und hier kommen wieder Raid-Ritter raus, die hier alles wegschnetzeln von der Chiara. Ja, na? Also ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das findet, wie ihr allgemein die Burg findet. Ja, auch mit so einer kleinen Verspieltheit. Mit diesem, ja, Winkel quasi drin und dann dem Turm. Hab dann auch nicht jeden Turm hintenrum ummauert, weil das ja dann einfach zu OP ist.
So, ich bin mal gespannt, wer hier als erstes drauf geht. Wolf geht hier auf Saladin. Saladin und König Ludwig teilen sich hier mehr oder minder den letzten Platz auf der Liste von den ganzen lordigen Lords. Und ja, vielleicht kann hier Chiara den Wolf ein bisschen auskontern, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Mich würde es natürlich sehr freuen, wenn hier Chiara mal irgendwas zustande bekommt. Aber ja, das muss sie natürlich wissen, was sie hier für möglich hält, für nötig hält und möglich hält. Aber ja, genau, so. Der Angriff vom Wolf, der ist gar nicht so ungefährlich, denn er nimmt jetzt hier den ein oder anderen Horse Archer schon mit, obwohl es nicht viele waren, aber es war zumindest ein wenig wirtschaftlicher Schaden, auch wenn es jetzt nicht viel ist, aber trotzdem. Ja, und jetzt der König Ludwig und die Chiara lässt sich noch ein wenig Zeit. Warum gehen die jetzt so zielstrebig zu dem Tor hier hin? Ach, herrje. Oh, da hinten ist noch das Torhaus auf. Eieiei. Saladin hat keinen Stein, um das nachzusetzen. Hilfe. Hilfe, Saladin, was machst du? Die ganzen Steinbrüche, was macht er denn? Also, Ludwig ist hier mal wieder kreuzverblödet mit seinen Angriffstruppen. Hä? Ach, nee. Ja, gut. Das macht natürlich nichts. Kommen hier noch ein paar Ritter vom Wolf rein. Aber, ja. Der Angriff vom König Ludwig hat natürlich gar nichts gemacht. Hat hier mal Chiara sich mal blicken lassen? Nö. 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 Ja, hier auf jeden Fall hoffentlich kein Baumeister-Bug. Ich hoff's auf jeden Fall. Dass hier... Oh, guckt an, guckt an. Sie wechselt mal die Target Choices. Ja, na hallo. Hallöchen. Also habe ich vorhin doch nichts Falsches erzählt. War wahrscheinlich der Wolf einfach mal ein bisschen schwächer als alle anderen KIs. Oder, Also, was die KIs heute hier machen, vor allem meine beiden, was? Hä? Junge, was ist denn los? Jetzt steht sie hier komplett in der Gegend rum und macht gefühlt nichts. Jetzt geht sie doch wieder auf den Wolf. Also Chiara macht mich heute echt fertig. Also was die heute wieder an den Tag legt, das ist unvorstellbar. Hä? Warum? Warum macht die denn sowas? Die sammelt sich hier unten, um dann hoch zum Wolf zu rennen. Ja, also... Ja, gut, alles klar. Ich hoffe... Hier stehen vor allem noch Katapulte rum. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Aber die beiden sind heute wieder kreuzverblödet. Eieiei. Eieiei. Die hätte jetzt so schön mal den Wolf hier irgendwie mal wirtschaftlich ein bisschen eindrücken können. Aber sie wollte es natürlich nicht. Deswegen hat sie ihre ganzen Angriffstruppen komplett in den Skat gedrückt. Und ist jetzt quasi die schwächste KI wieder. Und wenn hier Wolfi wieder rauskommt, ist das Potenzial hoch oder die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Wolfi auf die Chiara geht. Ach Mensch, Freunde, was macht ihr? Holz ist auf jeden Fall auch nicht mehr so viel am Start. Hier, das ganze Holz, weiß ich gar nicht, ob das jemals abgeholzt wird, weil hier die ganzen Sortis sich gegenseitig immer wegschnetzeln oder wegschießen. Aber vielleicht kommt hier mal irgendwann mal wieder Holz rein. Der König Ludwig hat auf jeden Fall, ja, relativ viel Holz im Reserve quasi stehen. Oder liegen. Nennen wir es mal so. Und ja, ich würde jetzt hier nochmal einen Angriff abwarten.
In der Hoffnung, dass hier mal ein bisschen mehr passiert, außer dass die beiden sich hier... Ja gut, Saladin und Ludwig werden die Target Choices nicht ändern, aber dass vielleicht Wolf oder Chiara mal ein bisschen mehr machen können, außer ein bisschen anklopfen am Torhaus und dann einfach zu verrecken. Ja, König Ludwig, ja gut, der ist natürlich mit seiner ganzen Hausarmee, Standardarmee, Hauptarmee, je nachdem, wie man es halt nennen möchte, daheim. Und kann natürlich den Saladin hier wieder ganz gut abwehren. Ja, hier brennt es ein wenig, die Steinbrüche. Geht wahrscheinlich bald wieder das Torhaus auf. Das hat schon gelbes Leben. Aber ansonsten, ich frage mich auch so ein bisschen, wo die ganzen Schwertkämpfer sind, weil beim letzten... Oh, es brennt in der Burg. Eieiei, es brennt in der Burg. Okay. Die ganzen Truppen verbrennen. Ja, cool. Gut, also König Ludwig stirbt hier wahrscheinlich dem Feuertod. Er hat zwar ein paar Brunnenarbeiter, aber die spawnen nicht mal, weil alle Bauern quasi schon von vornherein abfackeln. Und wenn jetzt hier Wolf oder Chiara hinten einen draufsetzen, dann ist es hier geschehen um den König Ludwig. Jetzt hat es hier aufgehört zu brennen. Ich weiß gar nicht, wo hat er denn die Brunnen? Da steht einer. Da steht der zweite. Habe ich dem nur 2 Brunnenarbeiter gegeben? Ne, da steht noch ein dritter. 1, 2, 3, 4. Wenn ich mich jetzt nicht komplett verzählt habe. Ja, und wie schon gesagt, der Wolf macht jetzt hier kurzen Prozess. Eine Nachricht vom König Ludwig. Meine treuen Soldaten steht mir bei. Da werde ich wohl dem König Ludwig noch ein paar mehr Brunnen geben müssen, weil ja, dann reichen die paar Brunnen hier einfach nicht aus. Und ja, ne? Eine Also, Nachricht vom König Ludwig. das ist Ich knie jetzt... nun vor euch. Bittet verschont aber mein Volk. Das ist jetzt ein wenig problematisch hier wieder, denn der Saladin geht jetzt wieder auf Eine den Nachricht Wolf. vom Wolf. Der Meister hat den Wunsch, die Herrschaft über eure Länder zu übernehmen. Macht euch bereit. Und die Chiara weiß ich jetzt nicht, was sie hier fabriziert zu, oder was sie hier gedenkt zu fabrizieren. So rum auf jeden Fall. Naja, gut. Naja, gut. Chiara hier ein wenig schwach auf der Brust oder ein wenig sehr inaktiv. Gegen andere Stufe 4 KIs weiß ich jetzt nicht, ob das so ihr Traumziel ist. Wahrscheinlich dann eher schwächere KIs, weil sie einfach sehr starken negativen Angstfaktor hat und da auch nicht so gerade die perfekten Angriffstruppen mit, ja, Pikinieren und Meuchelmördern. Die machen ja dann nicht allzu viel Damage wie Pikiniere und europäische Schwertkämpfer. Freunde, ich würde sagen, wir starten hier, oder? Nee, starten hier nicht in den Zeitraffer rein, denn der Saladin kommt raus und der Wolf auch. Wolfi, was machst du denn? Ja, die ganzen Horse Archer verbrennen hier natürlich wieder. Wolfi hat übrigens, schön, dass ich das jetzt auch mal erwähne, aber wieder die gleiche Burg gebaut wie im letzten Kampf. Und ja, die ganzen Angriffstruppen vom Wolf sind hier draußen. Jetzt kommen hier die ganzen arabischen Schwertkämpfer vor. Und okay, machen dann doch nicht so viel Schaden, wie ich es gedacht hatte. Jetzt ist hier zwar der Durchbruch, aber das sollte hier nicht mehr schwierig werden. Bei der Chiara sieht es natürlich schon deutlich schlimmer aus. Aber Knubbelfaktor ist natürlich dann am Start. Und ja, ein paar Angriffstruppen wurden auch verbrannt. Deswegen würde ich hier gar nicht in den Zeitraffer gehen, sondern in den nächsten Cut.
oder in den ersten Cut von dem Match. Also bis gleich, meine Freunde. So, und da bin ich wieder. Hallo. Zwischenzeitlich hat ja auch mal die Chiara angegriffen. Eine und Nachricht gar vom nicht Wolf. mal. So viel muss man euch zugestehen. Ihr kämpft besser als euer Vater. Gar nicht mal so wenig Schaden angerichtet, denn man sieht hier, dass hier Wolf einfach kaum Verteidiger auf den Türmen hat. Denn die ganzen Angriffsbogenschützen von der Chiara haben ja die ganzen Türme quasi schon leergeräumt. Und ja, Wolf reißt trotzdem noch seine ganze Wirtschaft ab, obwohl der Haken drinne ist im UCP. Verstehe ich jetzt nicht ganz so, warum das trotzdem gemacht wird, aber... hier wird er Feuer. Aber Saladin snackt sich hier, glaube ich, den Wolf. Einfach weil Chiara schon eine ganz gute Vorarbeit geleistet hat. Ich werde nicht vor euch niederknien. Ich werde euch einfach den Angriff von Chiara ein wenig mit reinschneiden. Eine Nachricht von Saladin. So soll es sein. Noch jemand ist vor mir gefallen. Weil ich einfach dachte, dass hier Chiara einfach nicht so großen Schaden anrichtet. Aber ja, hat man wieder ein wenig falsch gedacht. Und deswegen seht ihr das jetzt dann trotzdem, also vor dem Angriff logischerweise, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Ihr habt den auf jeden Fall dann gesehen und auch gesehen, was die Chiara für Potenzial hat. In dem Gegensatz oder mit ihren Angriffsbogenschützen. Also die Angriffsbogenschützen sind schon nicht ohne. Die können natürlich auch wie Horse Archer ganz gut die Türme und Wälle halt wegräumen, weil das einfach so viele sind. Aber im direkten Vergleich würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass hier Chiara dem Saladin unterlegen ist, wenn nicht der Saladin sich hier komplett auskontern lässt. Aber ja, Wolf ist hier wieder dem Saladin zum Opfer gefallen. Und somit ist es wieder ein 1 vs 1 zwischen der Position hier oben und der Position hier unten, wie auch im letzten Match, bevor es halt zu dem Problem kam, ne? Bis sich hier König Ludwig, der fratzt, wo hier dem seine den seine Knochen hier unten modern, ja, sich dachte, ja, ich hänge mich jetzt hier mal auf und lasse dem Saladin den Vortritt. Aber, ja, ich weiß es nicht. Also, was die beiden KIs hier heute sich erdreistet haben, das geht oder das passt unter keine Kuhhaut drunter. Ich hoffe, das sagt man so. Oh, Chiara kommt raus. Chiara kommt raus. Ja, Angriffsbogenschützen hier ganz gut am Start. Man sieht, wie viele die hat. Und es kommen ja immer noch mehr. Also wenige sind es auf jeden Fall nicht. Oha. Und Saladin kommt auch raus. Hier kleines Bogenschützen-Battle zwischen der Chiara und dem Saladin. Und die ganzen Angriffstruppen von der Chiara sind quasi schon tot. Da kommen ein paar durch, aber die sterben durch die Flammen. Und jetzt gucken wir hier mal an. Eine Nachricht von Königin Chiara. Als ob ihr mich so einfach besiegen könntet. Männer, kämpft bis zum Tod. Ob hier Chiara nochmal sich halten kann oder nicht. Der Turm, ja, okay, der Turm wird gar nicht mehr angegangen. Denn hier das seitliche Torhaus ist eingerissen worden. Die arabischen Schwertkämpfer strömen nach vorne. Es sind noch ein paar am Start, aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Chiara hat auf jeden Fall hier schon ganz gute Warnblinker am Start. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Angriff wieder. Bis dahin.
Der Saladin ist wieder am Start und greift jetzt hier zum zweiten Mal schon die Chiara an. Die Horse Archer, ja, sind diesmal gar nicht so schlau wie in dem anderen Angriff. Aber in dem anderen Angriff ist die Chiara bis auf die Grundmauern abgebrannt. Denn ich bin wahrscheinlich immer ein wenig zu geizig mit den Brunnen. Ja, in der Burg konnte sie sich schlecht löschen, bis halt das letzte Gebäude abgebrannt ist. Dann konnte sie sich erst löschen quasi, wo nur noch die Unterkünfte und die Waffenkammer, glaube ich, gebrannt hatte. Eine Nachricht von Oha. Königin Chiara. Und Als ob ihr mich so einfach besiegen könntet. Männer, kämpft bis zum Tod. der Saladin schnetzelt hier einfach alles weg, weil er einfach schon über 1000 Truppen angesammelt hat. Und Eine Nachricht von ja, Königin gewinnt hier Chiara. Ich fürchte den Tod das Free-for-All. Lieber sterbe ich, als mich euch zu unterwerfen. Vielleicht wäre es noch ein bisschen anders gewesen, wenn die Chiara sich hier ein bisschen mehr Eine löschen Nachricht von könnte. Saladin. So soll es sein. Noch jemand ist vor mir gefallen. Aber ich denke halt auch einfach, dass Saladin deutlich stärker ist als die Chiara, weil der Saladin einfach deutlich die besseren Truppen hat. Und man hat es ja gerade gesehen, die Chiara hatte ja 500 bis 600 Truppen und es sind trotzdem die ganzen arabischen Schwertkämpfer einmal durchgerusht und alles weggeschnetzelt, was nicht bei 3 auf der Mauer ist. Deswegen ja, na, ich werde da auf jeden Fall noch ein paar mehr Brunnenarbeiter einstellen, damit die auch einen Job haben. Aber ja, ich bin einfach zu geizig. Ich bin einfach zu geizig, was es mit dem Brunnenarbeitern angeht. Na? Weil wer steht schon gerne am Brunnen und will da das Wasser rausholen, um da die Sachen halt zu löschen. Ne? Muss ja nicht sein. Saladin hier einfach im Saft gestanden mit fast 400.000 Jolt. Darunter eigentlich gar nicht so weit entfernt die Chiara mit 381.000 Gold. Danach der Wolf und der König Ludwig. Na gut, König Ludwig hatte hier zweimal das Pech quasi auf seiner Seite. Und Saladin hat 345 Gebäude zerstört. Okay. Wolf nur 180. Chiara 154. König Ludwig 9. Er war auch dabei. Ja, genau. Und hier, also Chiara und Saladin liegen hier gar nicht so weit auseinander. Ich denke einfach, hätte hier noch ein wenig mehr die Feuerfestigkeit bestanden, dann wäre Chiara hier nochmal zurückgekommen und hätte vielleicht den Saladin den ein oder anderen Angriff noch an die Burgwellen hauen können. Ja, Freunde, ich hoffe trotzdem, dass euch das zweite Match vor allem gefallen hat. Das erste Match, warum auch immer sich da der König Ludwig so komplett dreist aufgehangen hat, fragt mich nicht. Ich denke, wie gesagt, an dem Baumeister-Bug, der da aufgetreten sein könnte. Wer da genaueres weiß, der kann da mir gerne in die Kommentare schreiben und mich gegebenenfalls berichtigen. Ja, dann kommt jetzt dann nochmal ein kleines Free-for-All mit den Pilafschen KIs, also mit Bär und Inqui, damit wir da auch nochmal den Kreis geschlossen haben. Und dann geht's mit den ganz normalen KI-Kämpfen und der Chiara weiter. Also dann, lasst es euch gut gehen, habt ein schönes Wochenende und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüssi!